Good morning, good morning, good morning, my heavenly citizens. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, meine Himmelsbürger. You who are craving, desiring, seeking heaven. Ihr, die ihr euch nach dem Himmel sehnt, ihn begehrt und danach sucht. Listen, it's not written in the future tense, so it doesn't talk about one day after you die here on earth. Hört zu, es ist nicht in der Zukunftsform geschrieben. Es ist also nicht die Rede von einem Tag, nachdem du hier auf der Erde gestorben bist. It talks about now. Es geht um jetzt. So look, this is why you yearn for all that is above. Schau, deshalb sehnst du dich nach allem, was oben ist. Now, the New King James Version says that we should seek those things above. In der New King James Version heißt es, dass du Dinge suchen sollst, die droben sind. Another version said that we should seek those things which are above in heaven. Eine andere Übersetzung sagt, dass wir diese Dinge suchen sollen, die oben im Himmel sind. You know, I've looked through all the different versions and not a single one translates it well. Ich habe in allen verschiedenen Übersetzungen nachgeschaut und nicht eine einzige übersetzt es richtig. The Passion is a little better, but it's still not correct. Die Passion ist ein bisschen besser, aber immer noch nicht korrekt. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. You see, most Bibles say things above, but the Passion says all that is above. Die meisten Bibeln sagen Dinge, die droben sind, aber die Passion sagt alles, was oben ist. You see, all, it's a little better than things. Alles ist ein bisschen besser als Dinge. Because all includes Jesus, the angels, and all the spiritual world. Alles schließt Jesus, die Engel und die ganze geistliche Welt mit ein. But you can look into any of the dozens original Greek manuscripts. Aber du kannst in jede der Dutzenden griechischen Originalmanuskripte schauen. You know that there's not only one original, there's a whole bunch. Du weißt, dass es nicht nur ein Original gibt, sondern einen ganzen Haufen. Because the really original, it doesn't exist. Denn das wirkliche Original, das gibt es nicht. Maybe it exists, but nobody knows where. Vielleicht existiert es, aber niemand weiß wo. But every single one that I looked up, the word things is not in there. Aber in jedem Einzelnen, in dem ich nachgeschaut habe, kommt das Wort Dinge nicht vor. So here is what actually is written. Hier ist, was tatsächlich geschrieben steht. This is why we are to desperately yearn for above. Deshalb sollen wir uns verzweifelt nach oben sehnen. You see, that changes everything. Du siehst, das ändert alles. It's a huge difference if I am desperately seeking for the things of heaven or for heaven. Es ist ein großer Unterschied, ob ich verzweifelt nach den Dingen des Himmels suche oder nach dem Himmel. I'll tell you why this is a big difference. Ich sage dir, warum es ein großer Unterschied ist. There's a huge difference if you are desiring my money or if you are desiring me. Es ist ein großer Unterschied, ob du mein Geld wünschst oder mich begehrst. With me, you have my money, you have my wisdom, you have my intelligence, you have everything. Mit mir hast du mein Geld, meine Weisheit, meine Intelligenz, du hast alles. And for me, this, first of all, it's clearly original that it's talking about heaven and not the things in heaven. Zunächst einmal ist klar, dass im Original vom Himmel die Rede ist und nicht von den Dingen im Himmel. But the other thing also for me, it expresses the new covenant so much better. Aber die andere Sache ist für mich auch, dass es den neuen Bund viel besser ausdrückt. Because the new covenant is not about things. Denn im neuen Bund geht es nicht um Dinge. The new covenant is all about Him, the Lord. Im neuen Bund dreht sich alles um ihn, den Herrn. So, in the new covenant, we are never supposed to seek things that belong to us. Im neuen Bund sollen wir also nie nach Dingen suchen, die uns gehören. Because with Christ, everything belongs to us. So we don't need to seek things anymore. Denn mit Christus gehört uns alles, also brauchen wir nicht mehr nach Dingen zu suchen. You know, I understand that every single blessing belongs to us. Yes, of course it does. Weißt du, ich verstehe, dass jede einzelne Segnung uns gehört. Natürlich tut es das. But this is not what we set our heart on. Aber das ist nicht das, worauf wir unser Herz ausrichten. And this is not what we are trying to seek and trying to get from heaven. Und es ist nicht das, was wir versuchen zu finden und versuchen vom Himmel zu bekommen. It always makes me sad when people use the new covenant just for stuff. Es macht mich immer traurig, wenn Leute den neuen Bund für Dinge benutzen. So here it's very clear, we are supposed to yearn for above. Hier ist es also ganz klar, dass wir uns nach oben sehnen sollen. So what is above? Also, was ist oben? Well, Paul explains it very, very clearly. Paulus erklärt es sehr, sehr deutlich.
He says in the very next statement, Er sagt es gleich in der nächsten Aussage. yearn for above. I'm going to leave out the words all that is. Sehne dich nach oben. Ich lasse die Worte nach allem, was ist, weg. Seek or yearn for above, for that's where Christ sits enthroned at the place of all power, honor and authority. Suche oder sehne dich nach oben, denn dort thront Christus am Ort aller Macht, Ehre und Autorität. So suddenly the picture changes. Und plötzlich ändert sich das Bild. Christ is sitting where? Wo sitzt Christus? You know, another translation said, where Christ is seated at the right hand of God. Eine andere Übersetzung sagt, wo Christus sitzt zu Rechten Gottes. So that's heaven. Das ist also der Himmel. For me, and I've spent, I don't even know how many endless hours meditating on the first 3 verses of Galatians 3. Ich weiß gar nicht, wie viele endlose Stunden ich damit verbracht habe, über die 3 ersten Verse von Kolosser 3 zu meditieren. The last, I don't know, 15 years maybe. In den letzten 15 Jahren. And it all happened through a prophetic encounter I had with Jesus. Das alles geschah aufgrund einer prophetischen Begegnung, die ich mit Jesus hatte. So look at this. Also schau das an. You are desperately desire heaven right now, today. Du sehnst dich jetzt, heute, verzweifelt nach dem Himmel. I have a very simple question. Ich habe eine sehr einfache Frage. If the Bible exhorts you even more, gives you the commandment Wenn die Bibel dich ermahnt oder dir sogar einen Befehl gibt, that today you are to desperately desire heaven, dass du dich heute verzweifelt nach dem Himmel sehnen sollst, why would God tell you to desire something that you cannot experience today? warum sollte Gott dir sagen, dass du dir etwas wünschen sollst, das du heute nicht erleben kannst? So, from my perspective, from my point of view, Meiner Meinung, meiner Sichtweise nach, to make heaven only a place that we go to after we die den Himmel zu einem Ort zu machen, an den wir nur nach unserem Tod hingehen, is first of all against this commandment of Scripture. stößt erstens gegen das Gebot dieser Schrift Secondly, we're making God a very mean God. und zweitens machen wir Gott zu einem sehr bösen Gott. Why do we make God a mean God? Warum machen wir Gott zu einem bösen Gott? Because God is telling you, hey, I really want you to desperately want something, but you're not gonna get it. Denn Gott sagt, hey, ich will wirklich, dass du verzweifelt etwas wünschst, aber du wirst es nicht bekommen. That is terrible. Das ist schrecklich. If I say, Clayton, I really want you to show me how desperate you are to take you to a soccer game in your favorite stadium. Wenn ich sage, Clayton, ich möchte wirklich, dass du mir zeigst, wie verzweifelt du bist, damit ich dich zu einem Fußballspiel in dein Lieblingsstadion mitnehme. Oh, but I'm not gonna take you there. Oh, aber ich werde dich nicht dorthin mitnehmen. No, no, no. Nein, nein, nein. I mean, why would God do that? Warum sollte Gott das tun? So you see, Christ is sitting in heaven right now, Schau, Christus sitzt jetzt gerade im Himmel and he wants you to desperately desire to experience heaven too. und möchte, dass auch du dich verzweifelt danach sehnst, den Himmel zu erleben. Guys, here is one of the keys to access the spiritual world Leute, hier ist einer der Schlüssel für den Zugang zur geistlichen Welt and the supernatural. und zum Übernatürlichen. It's desire. Es ist Verlangen. You will have as much as you truly desire. Du wirst so viel haben, wie du wirklich wünschst. So what do you desire more? Heaven, Was wünschst du dir mehr? Den Himmel or be connected with your friends through Facebook and Instagram? oder die Verbindung mit deinen Freunden über Facebook oder Instagram? What do you desire more? Was wünschst du dir mehr? Heaven Den Himmel or your sleep? oder deinen Schlaf? What do you desire more? Was wünschst du dir mehr? Heaven Den Himmel or food? oder Essen? You know, be connected with your friends is nice. Mit deinen Freunden verbunden zu sein ist schön. Sleep and food are good. Schlaf und Essen sind gut. That's not the point. Das ist nicht der springende Punkt. The point is, what do you desire more? Die Frage ist, was wünschst du dir mehr? So we have to desperately desire to experience heaven today. Wir müssen uns also verzweifelt danach sehnen, den Himmel heute zu erleben. Tomorrow we'll talk a little bit more. Morgen werden wir ein wenig mehr darüber sprechen.